Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Eddie the Smart Home. Ja, vor etwas über 2 Jahren hatte ich euch mal mein Carrera-Projekt vorgestellt. Die Videos kamen leider nicht so gut an, deswegen hatte ich das Projekt nach 2 Teilen eingestellt. Aber es haben sich immer wieder Zuschauer gemeldet und gefragt, ob sie das Projekt nicht haben können. Denn sie finden es ganz interessant für ihre Kinder, für sich selbst und so weiter und so fort. Ja, damals hatte ich den Leuten immer nur die ISO zur Verfügung gestellt und sie mussten gucken, wie sie sich da durcharbeiten. Dieses Jahr habe ich gedacht, okay, ich stelle das Projekt mal online, habe ein paar Shorts veröffentlicht, es kamen ein paar Nachfragen, ob sie das Projekt haben. Und deswegen habe ich mich, wie gesagt, entschlossen, das Projekt zu veröffentlichen und euch das Projekt ganz kurz, ganz grob zu erklären. Das wird hier heute kein Tutorial oder ähnliches, sondern ich stelle euch das vor. Ich zeige euch, was ihr einstellen müsst, falls ihr Interesse an dem Projekt habt, was ihr braucht und so weiter und so fort. Und dann hoffe ich, dass ihr damit klarkommt. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich natürlich gerne per WhatsApp kontaktieren. Meine Kontaktdaten findet ihr in der Videobeschreibung. Per Mail geht es auch, aber per Mail ist natürlich nicht so toll, wenn man sich unterhält. Da ist es eher per WhatsApp angenehmer. Aber ihr könnt mich kontaktieren, falls ihr Fragen zu dem Projekt habt. Auch für die IO-Broker-Gemeinde, das Ganze bildet oder ist ja auf IO-Broker aufgebaut. Auch für euch sind bestimmt die ein oder anderen interessanten Sachen mit dabei in diesem Blockly. Also ich denke, es ist auch nicht verkehrt, wenn ihr dran bleibt, auch wenn ihr keine Carrera-Bahn habt. Okay, dann würde ich sagen, wir starten zuerst mal mit dem Intro und dann geht es sofort los und wir springen in das Projekt rein und ich zeige euch, was ihr benötigt, wo ihr was findet, was ihr einstellen müsst und so weiter und so fort. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, also dieses Projekt hier basiert, wie im ersten Teil schon erwähnt, hier vorne ist ein Monitor und hier hinten dran ist ein Raspberry Pi. Hier ist normalerweise noch ein Deckel drauf mit so ein paar Standfüßen. Das Ganze kann man heutzutage natürlich auch im 3D-Drucker bauen. Und der Raspberry Pi, da läuft IO-Broker drauf und das Bild des IO-Brokers, also die VIS, wird dann hier vorne dargestellt. Ihr braucht keinen Monitor, was ihr braucht, ist aber einen IO-Broker irgendwo installiert, also entweder auf einem Raspberry Pi oder auf Proxmox oder ähnliches. Und als Monitor könnt ihr zum Beispiel euer Handy, euer Tablet, euren Fernseher, was auch immer verwenden, denn ihr müsst einfach nur den Webbrowser, also die VIS öffnen des IO-Brokers und könnt euch dann das Bild und den Ton anzeigen und abspielen lassen. Hier unten drunter befindet sich ein ESP8266 und hier sind 2 Linienfolger oder 2 Lichtschranken und auf diesem ESP D1 Mini, da ist ein kleines Sketch, ein Arduino Sketch und das dient halt als Lichtschranke und erkennt halt, wenn hier die Autos durchfahren. Das Ganze konnte damals nicht mit ESP Easy und Tasmota realisiert werden, weil die Zykluszeiten dafür viel zu hoch waren und die Autos viel zu schnell durchfahren und die Lichtschranken, nicht die Lichtschranken, sondern das Programm hat die Autos dann nicht erkannt. Ups. Und deswegen musste ich selber etwas bauen. Da ich kein Programmierer bin, ist das Skript oder das Sketch bestimmt nicht das allerbeste, aber es funktioniert. Die Zykluszeit ist klein genug und es wird jede Durchfahrt bis jetzt, zumindest bei uns, wurde jede Durchfahrt registriert. Damit man das merkt, dass jede Durchfahrt registriert wird, habe ich hier auch nochmal so einen Ton abspielen lassen. Also in der VIS wird dann ein Ton abgespielt und dann werden die Rundenzeiten hochgezählt und das Teil funktioniert auch. Es gibt ein paar User, die wollten Zuschauer, die wollten ein 3D-Modell davon erstellen, wo das Ganze reinpasst. Die wollten mir das noch zur Verfügung stellen. Falls das irgendwann mal soweit ist, verlinke ich das unten in der Videobeschreibung und dann könnt ihr euch das ausdrucken. Ich bleibe bei meinem selbst gebastelten, obwohl ich mittlerweile auch einen 3D-Drucker habe, genauso wie hier mit diesem Bildschirm. Alle Sachen, die ihr benötigt, hardware-technisch, verlinke ich euch unten im Video. Wenn ihr sie über meine Links kauft, würde ich mich sehr freuen. Da bekomme ich eine kleine Mini-Provision von Amazon, aber für euch ändert sich natürlich nichts am Preis. Okay, es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, wie ihr das Projekt umsetzt. Falls ihr schon den IO-Broker habt, könnt ihr euch einfach das VIS-Image holen und es bei euch einspielen als zweite VIS. Das funktioniert, zeige ich gleich, wie es geht.
Und dann müsst ihr einfach nur die 2 Blockleys, es sind insgesamt 2 Skripte, einfach bei euch installieren und dann würde das Ganze oder reinkopieren, importieren und dann würde das Ganze funktionieren. Wenn ihr das Ganze separat machen wollt, was ich euch empfehle, einfach damit es ein anderes System ist, dann könnt ihr das auch machen. Ich stelle das komplette Backup des Backup-Adapters zur Verfügung. Das heißt, ihr müsst es dann einfach nur einspielen, die IP-Adressen ändern, die WIS-ID und noch eine Kleinigkeit, glaube ich, fällt mir gerade nicht ein, aber gucken wir uns gleich an und dann könnt ihr im Grunde sofort loslegen. Hier benötigt ihr Arduino, das heißt, ihr müsst euch Arduino auf dem PC installieren. Das Sketch blende ich euch gleich ein oder stelle es euch natürlich auch zur Verfügung. Müsst dort einfach nur die WLAN-ID, euer MQTT-Daten, WLAN-Passwort eingeben, spielt das Ganze hier auf, das ist relativ einfach und dann könnt ihr im Grunde schon loslegen, falls ihr das Ganze schon verdrahtet habt. Okay, dann würde ich sagen, wir wechseln jetzt an den Rechner und machen dort weiter. So, als erstes möchte ich mit der Installation des I/O Brokers starten. Ich installiere das Ganze auf Proxmox. Ihr könnt es natürlich auch auf dem Raspberry Pi installieren. Die Installation ist fast nahezu identisch, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Aber ich gehe jetzt nicht weiter in die Details. Falls euch das Ganze nicht interessiert, unten in der Videoleiste, da sind die Sprungmarker und dann könnt ihr dorthin springen, wo es euch interessiert oder wo ihr hin wollt. So, ich melde mich zuerst mal an. Und dann muss ich als erstes Updates durchführen, das heißt apt-update und apt-upgrade. So, dann muss ich noch sudo und curl installieren. Das mache ich mit diesem Befehl hier. Das benötigen wir später für den I/O Broker. Dann muss ich noch einen User anlegen, damit ich den I/O Broker nicht als Root installiere. Ein Passwort vergeben. Das kann ich alles so lassen. Dann muss ich meinen Benutzer noch der sudo-Gruppe hinzufügen. Das mache ich mit dem Befehl. Und dann wechsle ich den Benutzer und arbeite jetzt als Eddy weiter und nicht mehr als Root. Jetzt schnell den I/O Broker installieren. Das geht ja mittlerweile sehr einfach und besteht nur noch aus einem einzigen Befehl. Und dann wird der I/O Broker installiert und man muss sich um nichts weiter kümmern. Das dauert jetzt 1-2 Minuten und dann sollte das gleich fertig sein. So, das hat alles funktioniert. Jetzt müssen wir das Ganze im Webbrowser öffnen und dann können wir kurz den I/O Broker konfigurieren und loslegen. Also das Ganze kopieren. So, jetzt werden wir vom Assistenten begrüßt, sagen hier starten, bin einverstanden, zustimmen, ein Admin-Passwort anlegen. Sagen hier festlegen, das hier lasse ich weg, kein SSL, das hier brauche ich auch nicht, also weiter. Jetzt habe ich aus Versehen auf Speichern geklickt, einen übersprungen, aber da war auch nichts weiter Wichtiges dabei, also auch hier weiter. Dann, was wir noch zusätzlich installieren wollen, das kann er auch schon mal machen, das ist die JavaScript-Ausführung. Und ansonsten wird von hier unten eigentlich nichts mehr benötigt. Das hier brauchen wir auch nicht. Beziehungsweise JavaScript brauchen wir auch nicht, denn wir möchten ja im Endeffekt ein Backup einspielen. So, also sagen hier abschließen. Das können wir auch schließen, möchten wir nicht. Hier machen wir ein Update, damit das Ganze auf dem neuesten Stand ist. Den Backup-Adapter benötigen wir. So, das Ganze ist gestartet. Jetzt haben wir als Instanzen nur hier diese 3 Adapter. Mehr brauchen wir nicht, denn wie gesagt, wir wollen ja mit einem Backup arbeiten. So, dazu gehen wir hier auf Backup und dann können wir das Backup, das ich für euch erstellt habe, hier hochladen. Das heißt hier Backup-Datei hochladen. Das Backup oder die Backups und die restlichen Dateien findet ihr auf meiner Webseite. Also hier habe ich einen ganz kurzen Blogbeitrag geschrieben. Hier ist einmal das Skript für den D1 Mini oder das Sketch für den D1 Mini. Und hier findet ihr weiter unten, hier gibt es einen Link und dort könnt ihr die Datei herunterladen. Das hat leider nicht über die Webseite funktioniert, sondern muss das Ganze umleiten auf meinen Google Drive. Und hier gibt es diese Datei, das ist das Backup. Das könnt ihr einfach runterladen.
Und sobald das runtergeladen ist, wechselt ihr in das Download-Verzeichnis. Hier findet ihr die Datei, das ist eine gezippte Datei. Also machen das hier so und sagen hier Datei hochladen, können das Ding einfach hier reinziehen. Dann wird es auf den I/O Broker hochgeladen, dauert einen kurzen Augenblick, dann schließt sich das Ganze. Dann gehen wir hier hin, Backup-Liste anzeigen von lokal. Dann sollte das Backup hier zur Verfügung stehen oder angezeigt werden. Sagen hier wiederherstellen und wiederherstellen. Dauert einen kurzen Augenblick, je nachdem, was ihr verwendet, wie eure Hardware ist, dauert es ein bisschen länger oder kürzer. So, Installation ist fertig. Jetzt gucken wir uns an, ob alles da ist. Das dauert ja jetzt ein bisschen, bis das Ganze installiert wird. Aber in der Zwischenzeit können wir uns noch mal ganz kurz was anschauen, und zwar hier in dieser gezippten Datei, wenn ihr die öffnet. Dort sind auch die ganzen Konfigurationsdateien enthalten. Das heißt, wir haben hier unter WIS 0, unter Carrera gibt es Bilder, beziehungsweise das war jetzt der falsche Ordner, denn das müsste hier sein, glaube ich, genau. Hier sind nämlich die Motorgeräusche und so weiter und so fort, oder was hier? Eigentlich hier, genau. Hier sind die ganzen Motorgeräusche, die Bilder, die Tachos und so weiter und so fort. Und das könntet ihr dann prinzipiell auch von hier euch holen. Ansonsten gibt es hier auch nochmal die Dateien und die Sounds einzeln zum Runterladen. Und das hier ist die WIS, das heißt, ihr könnt diese Datei hier exportieren und bei euch oder runterladen und bei euch importieren und die WIS so wiederherstellen. Und hier gibt es auch nochmal das Sketch für den Rundenzähler. Und hier den Sensor, den ich verwendet habe, beziehungsweise das ist jetzt ein anderer, sehe ich gerade. Es gibt nämlich zwei verschiedene Sensoren. Ich habe diesen Linienfolger verwendet, nicht den hier, aber prinzipiell funktionieren beide. Und hier ein kurzes Anschlussbild, genau diesen Sensor hier hatte ich verwendet. Das heißt, das ist relativ einfach. D6 und D5 verwenden. Damit geht ihr auf D0 oder DO. Und dann verbindet ihr das Ganze noch mit Plus und Minus, und das war es im Grunde. Den ESP auch noch mit Plus und Minus verbinden und dann sollte das Ganze passen. Also kein Hexenwerk, relativ einfach. So, jetzt müsste der I/O Broker soweit fertig sein. Mal kurz aktualisieren. Und dann können wir das Ganze starten. Discovery brauchen wir normalerweise nicht. Das hier brauchen wir, das hier brauchen wir, das hier brauchen wir. Und das hier brauchen wir. MQTT, der bleibt zuerst mal orange, denn solange sich nichts mit ihm verbindet, bleibt er orange, und erst wenn sich das Gerät mit ihm verbindet, erst dann wird er grün. Hier unter MQTT müsst ihr halt auch noch ein paar Einstellungen vornehmen. Das heißt, ihr müsst hier euren Benutzer eintragen, den ihr verwendet. In meinem Fall ist es MQTT-User, und das Passwort. Und wenn ihr das gemacht habt, der Rest kann im Grunde alles so bleiben, wie es hier eingestellt ist. Und wenn ihr das gemacht habt, dann sollte das Ganze funktionieren. Und wenn der Sensor in der Nähe ist, beziehungsweise wenn er richtig konfiguriert ist, dann verbindet er sich per MQTT mit ihm, und dann wird das Ganze hier grün, weil ich eine falsche IP-Adresse hier oben habe. Deswegen verbindet er sich nicht. Deswegen funktioniert das gerade nicht. Aber ich könnte mal die IP-Adresse des Proxmox-Containers ändern, und dann sollte das funktionieren. Ich mache das mal ganz schnell. So, ich habe die IP-Adresse auf die 44 geändert, und wie ihr seht, hat er sich sofort verbunden. Das heißt, diese Lichtschranke, die ich gebaut habe, diese kleine Brücke, die hat sich sofort verbunden, und dann wird das Ganze hier grün. Ihr seht, Carrera hat sich verbunden. Okay, jetzt müssen wir noch eine Kleinigkeit im JavaScript ändern. Das heißt, hier gibt es ja zwei JavaScripte. Einmal für das rote Auto und einmal für das blaue Auto. Das hier könnt ihr ignorieren. Ihr öffnet das einfach und dann sieht das Ganze wie folgt aus. Ist ein bisschen kompliziert, geht bestimmt auch einfacher, aber das war der Weg, den ich gekannt habe.
Was ihr ändern müsst, ist zum einen hier die IP-Adresse, wie ich jetzt auch, denn es ist nicht mehr die 164 am Ende, sondern die 44. Und die Control-Vis-ID muss noch geändert werden, damit das Ganze funktioniert. Aber zuerst mal speichere ich das, öffne das Ganze vom Blauen nochmal, mache das gleiche auch hier, abändern auf die 44, denn das ist die IP-Adresse des IO-Brokers, die gehört hier rein. Und dann brauchen wir noch die Control-Vis-ID, das heißt, wir öffnen jetzt mal die IO-Broker-Vis, gehen also hier auf Übersicht und sagen hier Vis Runtime oder machen den Editor gleich auf und gehen hier auf Tools und dann seht ihr hier eure Vis-ID oder die Instant-ID, nehmen die, kopieren die einfach hier rein, speichern das Ganze, machen das auch noch für dieses Auto, speichern das auch hier und im Grunde sollte es das gewesen sein. Alles andere ist so aufgebaut, dass es funktioniert. Ich prüfe noch mal kurz und dann gucken wir uns kurz das Skript an, aber genau so sollte das sein. Also wir öffnen jetzt mal die Vis. So, was mir gerade noch eingefallen ist bezüglich dieser Vis-ID oder Instant-ID. Diese Instant-ID, die zeigt immer an, auf welchem Gerät das Ganze geöffnet wurde. Das heißt, wenn ihr das auf dem PC öffnet, dann wird hier eine andere ID angezeigt, wie wenn ihr das zum Beispiel auf dem Handy oder auf einem Fernseher anzeigen wollen würdet. Das bedeutet für euch, falls ihr die ID haben wollt von zum Beispiel eurem Smartphone, dann könnt ihr das nicht einfach aus der Vis übernehmen, so wie ich es euch gezeigt habe, sondern ihr müsstet das Ganze auf eurem Smartphone öffnen. Ich mache das Ganze mal mit einem Inkognito-Fenster, um euch das mal zu demonstrieren. Das heißt, ich öffne hier in diesem Inkognito-Fenster jetzt mal die Vis und dann werdet ihr sehen, dass hier unten diese Instant-ID sich gleich verändert in Not Defined. Und damit ihr jetzt die Vis ändern könnt, also der Ton hier abgespielt werden kann, müsst ihr hier hingehen, ändert dieses Index auf Edit, damit ihr ins Editorenfenster wechselt und sobald ihr dort wechselt, dann könnt ihr dort eure ID sehen. Das heißt, wir gehen hier auf Tools und hier ist jetzt die ID eures neuen Fensters bzw. eures Smartphones, eures Tablets oder eures Fernsehers. Und wenn ihr dann hier auf Runtime öffnen im neuen Fenster macht, dann würdet ihr hier die ID bekommen eures Smartphones, eures Tablets oder was auch immer. Und sobald ich hier in die andere Vis gehe, also hierhin, es wird jetzt ganz ein bisschen unübersichtlich, merke ich gerade, aber ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Und hier die Seite Wechsel, also auf ein anderes Tab springe, dann seht ihr, wie sich hier die ID, denn hier wird immer die letzte Instanz-ID angezeigt von der Vis, die das Bild geändert hat. Denn wir haben ja hier verschiedene Möglichkeiten, also wir haben hier Change View, Alert oder Refresh, Reload, Pop-up, Play Sound und so weiter und so fort. Und das beeinflusst alles die Vis. Und diese ID müsst ihr halt herausfinden für euer Gerät, wo ihr die Visualisierung laufen lassen wollt, damit der Ton dort richtig abgespielt wird und damit die Informationen richtig angezeigt werden. So, jetzt weiter in dem Video. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Gucken, ob das funktioniert. Es sollte ein Ton rauskommen, aber ich glaube, meine Lautsprecher sind gerade auf stumm gestellt. Ich muss mal Ton anmachen. So, Reset gemacht und dann starten und dann sollte es einen Ton geben. Okay, war ein bisschen laut, aber es funktioniert. Ton funktioniert. Jetzt gucken wir mal, ob er die Runden zählt. Einmal ins rote Auto starten die Zeit, einmal die blaue startet die Zeit. Dann hat er eine Runde hinter sich, fährt nochmal durch, dann ist die erste Runde hinter sich. Das gleiche nochmal beim blauen. Und das funktioniert. Und das könnte man jetzt so weiterführen.
Und im Grunde das Einzige, was wir verändert haben, ist die IP-Adresse und die WIS-ID, also die Instant-ID, und alles andere ist gleich geblieben. Das heißt, der Aufwand für euch ist relativ gering. So, jetzt kommt das Finale. So, Sieger ist rot, Animation kommt, Ton kommt, passt. Das heißt, der Aufwand für euch ist, wie gesagt, relativ gering. Wenn ihr schon mal mit dem IO Broker zu tun hattet, dann ist das Ganze ein Kinderspiel. Falls nicht, müsstet ihr euch wahrscheinlich noch mal ein bisschen mit dem IO Broker, so blau auch, mit dem IO Broker beschäftigen, um das Ganze näher zu verstehen. Aber es lohnt sich definitiv. So, gucken wir uns auch hier nochmal ganz kurz an, was es gibt. Also hier Reset, damit wird alles zurückgestellt. Startbutton, damit startet man das Rennen. Und bei Einstellungen, hier könnt ihr ein paar Einstellungen vornehmen. Das heißt, die Countdown-Länge ändern. Zwischen 5 und 10 Sekunden hatte ich mir das eingestellt. Dann, wie viele Runden das gehen soll. Das geht bis 30, hatte ich eingestellt. Und dann die Renndauer beschränken. Das heißt, falls es irgendwie zu lange dauert, das Rennen, dann es automatisch ausgeht. Falls es vergessen wird, damit der Counter nicht die ganze Zeit zählt, hatte ich das eingebaut. Dann Sieger über WIS ermitteln. Das ist für die neueren Carrera-Bahnen, damit es funktioniert. Das ist das Ganze hier drüber. Dann Frühstartkontrolle, das heißt, falls jemand startet, bevor der Countdown abgelaufen ist, gibt es auch nochmal eine kleine Animation, kann ich euch auch nochmal kurz zeigen. Also wieder resetten, starten, dauert jetzt wieder 10 Sekunden. Und wenn einer zu früh startet, gibt es hier so einen Rennabbruch. Leider kann man die Musik oder den Ton nicht stoppen, zumindest ist mir kein Weg bekannt, denn wenn das einmal gestartet ist, ist es vorbei, aber man sieht dennoch hier Rennabbruch. Okay, das ist Frühstartkontrolle, dann diese Ton 10 bis 1 zählen, dann 3, 2, 1, dann Go, 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 dieser Sound, Motorsound, Beep-Sound, das heißt, wenn jemand durchfährt, gibt es diesen Beep-Sound, dann Rennabbruch. Falls das Rennen abgebrochen wird, gibt es auch nochmal einen Sound. Dann Sensortest gibt es hier auch noch. Das heißt, ihr könnt diese Lichtschranke testen. Hier sind anscheinend die falschen Daten hinterlegt. Ich glaube, da hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen was geändert bei dem Adapter. Deswegen wird das hier nicht mehr angezeigt. Früher wurde der WLAN-Empfang, Signalstärke und so weiter angezeigt. Aber wichtig ist das hier. Das bedeutet, dass er verbunden ist. Und hier, wenn ihr in die Lichtschranke reingreift, geht das Ganze an und aus. Das ist einfach so ein Signaltest, um zu gucken, dass das Ganze funktioniert. Dann Home, wieder zurück und dann wären wir, glaube ich, mit allem durch. So, dann gucken wir uns das Ganze auch nochmal kurz im WIS Editor an. Also hier im WIS Editor könnt ihr abändern, so wie ihr es wollt. Es ist eine ganze Zeit her, dass ich das Ganze programmiert habe. Die Kenntnisse von damals sind nicht mehr die Kenntnisse, die ich heute habe. Das heißt, es könnte einiges anders gemacht werden. Aber nichtsdestotrotz funktioniert es so, wie ihr es hier seht. Was ihr machen könnt ist, falls ihr das Ganze als Projekt importieren wollt, dann könnt ihr das Ganze hier über Projekt importieren, exportieren machen. Das heißt, ihr könnt hier auf Importieren gehen und zieht euer Projekt hier rein. Ich exportiere das Ganze mal schnell und dann können wir das importieren, gucken, wie das aussieht. Beziehungsweise ich hatte das ja als Export hier zur Verfügung gestellt. Das ist dieses Main-ZIP. Das heißt, ihr könnt euch die einfach runterladen und könnt die importieren. Ich mache es jetzt mit dem, was ich gerade eben runtergeladen habe. So, jetzt finde ich meine Seite nicht mehr. Und zwar ist es im Grunde genau das gleiche auch hier wieder. Es ist diese Main-ZIP-Datei und die nehmt ihr und importiert es einfach und dann habt ihr das Ganze als Import, als WIS-Import. Also machen das mal kurz, auch wenn es keinen Sinn macht. Sagen Import, mach hier mal 111 draus. Erfolgreich importiert und dann wurde das Projekt hier geöffnet. Also auch die Möglichkeit bleibt euch, falls ihr nicht das komplette Projekt als Backup wiederherstellen wollt, könnt ihr auch einfach nur den Import machen. Wichtig ist, ihr müsst schauen, dass alle Objekte da sind, das heißt, dass diese Dateien da sind. Das geht über Dateimanager
und hier sollten normalerweise die ganzen Dateien ja, zur Verfügung stehen. Ansonsten müsstet ihr sie hochladen. Hier sind ein paar GIF-Dateien, die ich verwendet habe und die benötigt ihr, damit das Ganze funktioniert. Dann auch nochmal fast vergessen, wir wollten uns ja das Blockly anschauen. Es gibt zwei Blocklys, weil es unterschiedliche oder zwei verschiedene Autos gibt, braucht man zwei Blocklys. Zumindest hatte ich das damals so aufgebaut. Das Blockly jetzt komplett zu erklären, wäre ein bisschen zu viel des Guten. Einmal, weil es schon über 2 Jahre her ist und vieles schon vergessen gegangen ist, was ich hier einprogrammiert habe. Aber im Grunde werden hier zuerst mal ein paar Datenpunkte erstellt. Hier gibt es so ein kleines JavaScript, was sich dahinter versteckt. Und hier werden die ganzen Datenpunkte in eurem IO-Broker erstellt. Das heißt, im Ordner UserData 0 wird ein Ordner angelegt, der heißt Carrera. Gucken uns das mal ganz schnell an. Unter Objekte, dann hier unter UserData 0 und dann gibt es hier einen Ordner. Und hier sind die ganzen Datenpunkte, die hier nicht manuell, automatisch durch das Skript angelegt werden. Das heißt, ihr müsst da nichts machen. Und dann werden die halt mit den Infos befüllt. Und ja, dann läuft halt dieses Skript hier ab, das recht umfangreich ist und wie gesagt, mir das Wissen einfach im Laufe der Zeit verloren gegangen ist, was hier alles passiert. Aber ihr könnt euch mal durcharbeiten, falls ihr das möchtet und ja, gucken, wie wo was gemacht wird. Was, glaube ich, ganz interessant ist, ist die Geschichte hier mit dem Ton abspielen. Das heißt, wenn man hier die Viz-ID auswählt, also diese Instant-ID, die hier eingetragen wird, und sagt Play Sound als Befehl, also hier Command, da hat man ja die Auswahl Change View und Play Sound und was weiß ich, was es noch alles so gibt. Und dann kann man zum Beispiel einen Ton abspielen. Das heißt, man sagt hier einfach Play Sound. Die Datei, die er abspielen soll, wird hier festgelegt. Das heißt, man gibt hier den Speicherort der Datei an und dann wird die halt einfach dort abgespielt. Das kann man hier, glaube ich, noch sehen, wie das früher mal aussah. Das heißt, hier gibt man einfach die IP-Adresse des IO-Brokers aus, den Pfad, wo sich die Datei befindet und dann wird das Ganze abgespielt. Das Problem ist einfach, wenn das einmal abgespielt wurde, kann es halt nicht mehr gestoppt werden. Ansonsten hier wird noch die Zeit extrahiert, ja, mit irgendwelchen JSON-Befehlen und umgebaut und weiß ich nicht was. Also wie gesagt, auch hier noch ein paar Reste vom Test. Da das Ganze irgendwann mal stehen geblieben ist, habe ich das Ganze nicht mehr weitergeführt, aber ihr könnt euch das Ganze in Ruhe ansehen und gucken, ob ihr was findet, was euch gefällt. Das gleiche auch hier in der Viz. Ich glaube, das hier ist auch recht interessant, wie das Ganze hier aufgebaut wird, dass es zuerst mal nichts zu sehen ist und dann immer eine Zeile nach der anderen gefüllt wird. Wie das gemacht wird, könnt ihr euch hier probieren anzuschauen. Auch hier wieder ist lange her, möchte mich da nicht wieder reinarbeiten. Aber im Grunde seht ihr oder habt die Kontrolle, könnt testen, machen, was ihr wollt und das Ganze testen. Okay, dann gucken wir uns noch im letzten Schritt nochmal kurz die Geschichte mit Arduino an. Bezüglich Arduino hatte ich hier im Blogbeitrag kurz was geschrieben. Jetzt muss ich selber suchen, wo das ist. Genau hier, ihr müsst die Software installieren, also Arduino IDE. Dann geht ihr in den Board Manager und müsst dort zuerst mal ein paar Sachen vorbereiten. Das bedeutet für euch hier auf Datei, dann hier auf Voreinstellungen und fügt hier unten nochmal diesen Link hier hinzu. Das ist ja, damit der ESP8266 unterstützt wird. Wenn ihr das gemacht habt, dann wird, glaube ich, im Hintergrund nochmal kurz was runtergeladen. Dann benötigt ihr als nächstes, ja, neue Datei ist angelegt, dann benötigt ihr noch das hier, dieses PubSub-Client. Das ist für die Kommunikation von MQTT. Das findet ihr hier unter, Moment, jetzt muss ich selber gucken, Werkzeuge, Bibliothek müsste es hier irgendwo geben. Hier Bibliothek verwalten. Jetzt ist es abgestürzt.
Ne, jetzt kommt's, Bibliothek verwalten. Und dann sucht ihr nach PubSub Client von einem Nick O'Leary oder wie das ausgesprochen wird. Und das müsst ihr dann einfach installieren. Da es bei mir schon installiert ist oder sollte, kann ich es normalerweise nicht nochmal installieren, aber mal gucken. Genau, das ist bei mir schon installiert. Das ist das hier, PubSub Client und dann hier Nick O'Leary oder wie auch immer das ausgesprochen wird, installieren und dann sollte das Ganze funktionieren. Und dann zu guter Letzt müsst ihr einfach euren ESP anschließen, beziehungsweise zuerst noch das Skript hier einfügen oder das Sketch. Das heißt, wir löschen das hier weg, fügen das Sketch hier ein. Und dann könnt ihr das Ganze, nachdem ihr ein paar Änderungen vorgenommen habt, könnt ihr das Ganze einfach hochladen, indem ihr hier irgendwo übertragen, glaube ich, heißt das Ganze. Überprüfen, genau, hochladen, überprüfen und dann hochladen und dann wird das Ganze auf den ESP hochgeladen. Bevor ihr das macht, müsst ihr natürlich noch ein paar Kleinigkeiten ändern. Das heißt, ihr müsst, gehen wir von oben nach unten, ihr müsst als erstes die IP-Adresse eures IO-Brokers hier eintragen, dann die WLAN-SSID, euer WLAN-Passwort hier eintragen und dann müsst ihr natürlich auch richtig anschließen, also auf D5 und D7. Und dann zu guter Letzt ganz unten, was ihr noch machen müsst, ist, ihr müsst hier den Port eintragen, also welcher Port im IO-Broker verwendet wird. Und müsst hier den MQTT-User anlegen. In meinem Fall heißt der MQTT-User und das dazugehörige Passwort. Das heißt, hier müssen die Daten rein, die im IO-Broker hinterlegt sind, unter Instanzen MQTT. Hier habt ihr ja einen Benutzer angelegt und ein Passwort und ein Port, das ist der Standardport. Und diese Daten müssen halt in Arduino hinterlegt werden, damit er sich damit verbinden kann. So, und wenn ihr diese, was sind es, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen gemacht habt, könnt ihr das Ganze hochladen und wenn alles korrekt eingestellt ist bzw. verdrahtet ist, dann funktioniert das Ganze definitiv. Ansonsten, was vielleicht auch nochmal wichtig ist, ich werde probieren, diesen Blogbeitrag in den nächsten Tagen etwas zu aktualisieren, vielleicht ein bisschen ein kleines Tutorial draus machen, aber ich glaube, alles Wichtige habe ich erzählt. Falls ich irgendetwas vergessen haben sollte, wie gesagt, trage ich es hier noch ein. Ansonsten, falls ihr Fragen habt, wie gesagt, per WhatsApp oder per Mail, am besten per WhatsApp, und dann probiere ich euch weiterzuhelfen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Projekt. Bis demnächst, macht's gut, tschüss.